Immer wieder stellen wir auf diesem Kanal vor, wie skurril und gleichzeitig wie ungerecht das deutsche Steuerrecht eigentlich sein kann. Und auch heute haben wir dafür wieder ein sehr gutes Beispiel. Stichwort Gemeinschaftskonto. Wenn du mit deinem Partner ein Gemeinschaftskonto hast, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr unwissend Steuerhinterziehung begeht. Das gilt insbesondere dann, wenn ihr nicht verheiratet seid bzw. nicht in einer eingetragenen Partnerschaft steht und einer von euch mehr verdient als der andere. Warum das so ist und warum auch Auswanderer leider davon nicht verschont sind, das will ich dir in diesem Video näher erklären. Hand aufs Herz, wer hat schon die Schenkungssteuer auf dem Radar? Tatsächlich aber ist es so, dass ein Gemeinschaftskonto ziemlich schnell dazu führen kann, dass genau eben diese Schenkungssteuer ungewollt, unwissend hinterzogen wird. Wir haben ja schon etliche Videos zum Thema Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer hier veröffentlicht, auch zu dem Thema, wie Auswanderer von der deutschen Schenkungs- und Erbschaftssteuer betroffen sind. Selbst wenn sie ausgewandert sind, haben wir schon vielfach hier veröffentlicht. Schau dir das am besten nochmal an. Ich will dennoch kurz wiederholen, was hier die wichtigsten Eckpunkte sind, damit du auch dieses Video besser verstehen kannst. Zunächst mal wird die Schenkungssteuer immer dann fällig, wenn du etwas jemanden ohne Gegenleistung gibst. Das kann ein Ehepartner sein, Lebenspartner, Kind, ein Fremder, wer auch immer. Die Schenkungssteuer muss grundsätzlich der Beschenkte bezahlen, ist aber zum Beispiel der Beschenkte für die Behörden nicht greifbar, weil er zum Beispiel im Ausland wohnt, dann ist auch der Schenkende haftbar für die Schenkungssteuer. Bei der Schenkungssteuer gibt es Freibeträge. Diese sind alle 10 Jahre hier neu anzusetzen und sie richten sich nach Verwandtschaftsgrad. Das Gleiche gilt auch für die Höhe der Schenkungssteuer. Bei Verheirateten liegt der Freibetrag alle 10 Jahre bei 500.000 Euro. Bei Nicht-Verheirateten liegt er bei 20.000 Euro. Alle 10 Jahre. Dann gibt es noch andere Sätze für Kinder und so weiter. Das wollen wir jetzt hier nicht besprechen. Auch die Höhe der Erbschaftssteuer richtet sich, wie gesagt, nach dem Verwandtschaftsgrad. Grundsätzlich können nicht Verheiratete oder jene, die nicht in einer eingetragenen Partnerschaft davon ausgehen, dass sie 30% Schenkungssteuer bezahlen müssen. Verheiratete müssen bis 75.000 Euro mit 7% Schenkungssteuer rechnen. Dann geht es auf 11, 15 und 19% hoch. Bis zu einem Betrag von 13 Millionen Euro, die verschenkt werden, gelten dann 23%. Ab diesem Betrag gelten für nicht verheiratete Schenkungssteuersätze in Höhe von 50%, davor 30%, wie gesagt. Was heißt das nun für ein Gemeinschaftskonto? Beim sogenannten Gemeinschaftskonto sind die Inhaber des Kontos gegenüber der Bank Gesamtgläubiger. Jeder der Inhaber hat die gleichen Rechte und Pflichten an dem Konto. Das heißt, er ist an dem gesamten auf dem Konto befindlichen Guthaben verfügungsberechtigt, soweit nicht anders bestimmt. Steht ein Guthaben auf dem Konto, gelten die Kontoinhaber im Zweifel als zu je 50% Eigentümer des Kontoguthabens. Die Finanzverwaltung sieht nun bei Einzahlungen auf das Gemeinschaftskonto beim beteiligten anderen Partner den Schenkungssteuertatbestand mit der Hälfte der Einzahlung als erfüllt an. Die Finanzverwaltung vermutet dies bei Gemeinschaftskonten sogar recht unkritisch. Zwar gab es hier einige Klarstellungen durch den Bundesfinanzhof, das heißt, wenn es hier tatsächliche schriftliche Absprachen gibt, wem das Geld wirklich gehört und man auch tatsächlich nachweisen kann, dass zum Beispiel jeder nur den Betrag ausgibt, den er dort einbezahlt hat, dann mag es vielleicht sich anders verhalten. Gerade wenn also eine Dokumentation fehlt, dann ist das tatsächliche Verhalten der Kontoinhaber entscheidend. So, jetzt rechnen wir das doch mal zusammen aus. Mal angenommen, auf ein Gemeinschaftskonto fließen insgesamt 1,2 Millionen Euro in 10 Jahren und die beiden Inhaber sind verheiratet. Dann wird also jedem Ehegatten hier 600.000 Euro letztlich zugesprochen. Dann gelten 500.000 Euro Freibetrag. Dann bleiben also 100.000 Euro Schenkungssteuerpflicht hier
pro Ehegatten übrig. Wie wir schon gesagt haben, beläuft sich der Steuersatz dann auf 11%. Jeder Partner muss dann also 11.000 Euro Schenkungssteuer bezahlen. Hast du das gewusst? Hast du die entsprechende Steuer erklärt? Tja, für viele wird es das erste Mal sein, dass sie davon hören. Schauen wir uns eine ähnliche Berechnung mal bei Lebensgefährten an. Angenommen, innerhalb von 10 Jahren kommt es zu einer Einzahlung von 240.000 insgesamt. Dann ist also je Partner hier von 120.000 Euro Kontoguthaben in 10 Jahren die Rede. Es gilt ein Freibetrag von 20.000 Euro. Es kommt zu einer steuerpflichtigen Bereicherung von 100.000 Euro pro Partner. Es gilt ein Steuersatz von 30%. Jeder Partner muss also 30.000 Euro Schenkungssteuer hier bezahlen. Nur dafür, dass er ein Gemeinschaftskonto benutzt hat. Stell dir das mal vor. Und wie gesagt, auch Auswanderer sind davor nicht verschont. Denn wenn du ins Ausland umziehst, dann bist du mindestens noch 5 Jahre unbeschränkt in Deutschland schenkungssteuerpflichtig. Sagen wir mal, du ziehst jetzt mit deinem Ehepartner nach Frankreich um, dann musst du hier noch für 5 Jahre lang genau Buch führen, was hier an Kontoeinzahlungen gelaufen ist und das in Deutschland melden. Ziehst du in ein Niedrigsteuerland um, zum Beispiel Dubai oder sowas, sind es sogar 10 Jahre. 10 Jahre, stell dir das vor. Das Ganze würde, wie gesagt, auch gelten, wenn du als Single ins Ausland umziehst und dann im Ausland einen neuen ausländischen Partner findest. Also mal angenommen, du ziehst als Single nach Dubai und in Dubai findest du eine Frau aus Dubai und ihr heiratet und dann habt ihr ein gemeinsames Konto in Dubai, 5 Jahre nachdem du aus Deutschland weg bist, dann müsstest du für 5 Jahre für alle Einzahlungen, die du machst auf dieses Konto, jedenfalls auf 50% von dem Betrag, Schenkungssteuer in Deutschland bezahlen, wenn deine Frau zum Beispiel keine Einzahlungen auf das Konto macht. Wie du sehen kannst, als jemand, der in Deutschland schenkungssteuerpflichtig ist, hat man nichts zu lachen. Wenn du in der Situation bist, dass du hier möglicherweise Schenkungssteuer unwissend hinterzogen hast, dann rate ich dir, mit deinem Anwalt bzw. Steuerberater zu sprechen und diese Situation anzuschauen. Grundsätzlich ist es immer besser, getrennte Konten zu haben, also kein gemeinsames Konto zu verwenden, um genau solche Probleme zu vermeiden. Wenn auch du jemand bist, der ins Ausland umziehen möchte, der auswandern möchte, der einen Plan B braucht und dabei steuerliche und rechtliche Beratung benötigst, dann würde ich mich freuen, wenn du jetzt ein Beratungsgespräch buchst. Den Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.